Nihilismus bedeutet für Nietzsche, dass die wichtigsten Werte, Wahrheit, Moral, Gott, ihre Bedeutung verlieren. Dies führt zu einer tiefen Sinnkrise. Menschen wissen nicht mehr, wofür sie leben sollen. Doch Nietzsche sieht im Nihilismus nicht nur ein Problem, sondern auch die Chance, neue lebensbejahende Werte zu schaffen. Nihilismus meint bei Nietzsche die Entwertung der bisherigen Werte, den Verlust traditioneller Gewissheiten, die Religion und Metaphysik früher gaben. Er ist kein rein theoretisches Konzept, sondern ein historischer und kultureller Prozess, der mehrere Ursachen hat. Nietzsche macht den Tod Gottes, Aufklärung und Wissenschaft, die christliche Moral, kulturelle Dekadenz sowie den Zerfall metaphysischer Systeme für den Nihilismus verantwortlich. Nietzsche verwendet die Metapher vom Tod Gottes, um den Verlust des Glaubens an Gott und damit an absolute Sinnsysteme zu beschreiben. In der christlich-platonischen Tradition war Gott die Quelle von Wahrheit, Moral und Sinn. Mit dem Fortschreiten der Moderne, durch Wissenschaft, Aufklärung und kritisches Denken schwindet dieser Glaube. Ohne Gott gibt es keine übergeordnete Instanz, die der Welt Sinn oder Orientierung vorgibt. Dieser Verlust führt zu einer Sinnkrise, da die Menschen keine festen Werte mehr haben, an denen sie sich orientieren können. Aufklärung und moderne Wissenschaft entlarven traditionelle Überzeugungen wie religiöse oder metaphysische Weltbilder als Illusion. Die kopernikanische Wende, Newtons Physik oder Darwins Evolutionstheorie zeigen, dass die Welt nicht göttlich geordnet sein muss, sondern durch natürliche Prozesse erklärbar ist. Moderne Wissenschaft zerstört in ihrem Streben nach objektiver Wahrheit die alten Werte, ohne neue Sinnquellen anzubieten. Sie erklärt, wie die Welt funktioniert, aber nicht, warum sie existiert oder welchen Sinn das Leben hat. Für Nietzsche trägt die christliche Moral selbst zum Nihilismus bei. Sie fördert eine Wahrheitssuche, die ihre eigenen Grundlagen in Frage stellt. Gläubige hinterfragen ihre metaphysischen Annahmen und stellen fest, dass sie wissenschaftlich nicht haltbar sind. Ohne metaphysische Grundlage bricht die christliche Moral zusammen. Die Dekadenz der modernen Kultur verstärkt den Nihilismus. Moderne Menschen sind schwach und orientierungslos. Sie streben nur nach Komfort und haben keine höheren Ziele. Das liegt daran, dass starke, lebensfördernde Werte verloren gegangen sind. Stattdessen dominieren lebensverneinende Ideologien wie die christliche Mitleidsmoral, die das diesseitige Leben zugunsten eines Jenseits herabsetzt. Nicht nur die christliche Religion, sondern auch andere metaphysische Systeme, zum Beispiel Platons wahre Welt der Ideen oder Kants Kategorien, verlieren ihre Glaubwürdigkeit. Die moderne Philosophie und Wissenschaft zeigen, dass absolute Wahrheiten oder eine jenseitige Realität nicht beweisbar sind. Der Zerfall metaphysischer Systeme führt zum extremsten Nihilismus, der die Unterscheidung zwischen wahrer und scheinbarer Welt aufhebt. Ohne solche Systeme fehlt eine Grundlage für Werte. Gott als Garant ewiger Werte ist tot. Wissenschaft kann die Frage nach dem Sinn des Lebens nicht beantworten. Die christliche Moral zerstört sich selbst, die moderne Kultur schwächelt und die traditionelle Metaphysik zerfällt. Ergebnis ist eine orientierungslose Gesellschaft, die sich fragt, wozu leben wir überhaupt? Diese Sinn- und Orientierungskrise erschüttert die westliche Kultur. Nietzsche unterscheidet prinzipiell zwei Wege, mit dieser Krise umzugehen: passiven und aktiven Nihilismus. Passiver Nihilismus ist geprägt von Resignation und Pessimismus. Menschen geben auf, werden gleichgültig oder flüchten in Ablenkung. Sie akzeptieren die Sinnlosigkeit, sehen aber keinen Ausweg. Sie geben den Versuch auf, dem Leben Bedeutung zu geben und verfallen in Hoffnungslosigkeit. Statt aktiv nach Sinn zu suchen, werden sie apathisch oder suchen Ablenkung in oberflächlichen Aktivitäten wie Konsum, Unterhaltung oder Routine. Nietzsche kritisiert diese Haltung als Flucht vor der Verantwortung, selbst Werte zu schaffen. Diese Reaktionen zeigen Schwäche, weil sie das Leben verneinen, anstatt es anzunehmen. Nietzsche sieht darin ein Symptom der kulturellen Dekadenz der Moderne. Der letzte Mensch steht für einen solchen passiven Nihilismus. Der letzte Mensch sucht nur nach Komfort, hat keine höheren Ziele. Er will ein bequemes, sicheres Leben ohne Risiken oder Herausforderungen. Er sucht nur kleine Freuden und vermeidet Anstrengung. Der letzte Mensch hat keine großen Visionen, keine Sehnsucht nach Größe oder Selbstüberwindung. Er ist zufrieden mit einem flachen, uninspirierten Dasein und lehnt alles ab, was Unbehagen oder Anstrengung verursacht. Was ist Liebe, was ist Schöpfung, was ist Sehnsucht, was ist Stern? So fragt der letzte Mensch und blinzelt.
Der letzte Mensch symbolisiert eine Gesellschaft, die in der Sinnkrise des Nihilismus stecken bleibt, weil sie weder die Kraft noch den Willen hat, neue Werte zu schaffen. Er ist die Verkörperung der Dekadenz der modernen Kultur. Der passive Nihilismus und der letzte Mensch sind für Nietzsche Warnungen vor einer Zukunft, in der die Menschheit ihre schöpferischen Potenziale verliert. Aktiver Nihilismus hingegen ist eine schöpferische Kraft, eine konstruktive Antwort auf die Krise. Nietzsche beschreibt ihn als Haltung von Stärke, die die Lehre der alten Werte nicht beklagt, sondern als Ausgangspunkt für Neues nutzt. Aktiver Nihilismus ist nicht zerstörerisch, sondern produktiv. Anstatt sich in der Sinnlosigkeit zu verlieren, erkennt der aktive Nihilist die Freiheit, die der Verlust alter Werte mit sich bringt. Diese Freiheit wird genutzt, um aktiv etwas Neues zu gestalten. Nietzsche sieht darin eine kraftvolle, kreative Energie, die sich im Willen zur Macht ausdrückt, der grundlegenden Lebenskraft, die nach Schöpfung und Selbstüberwindung strebt. Der aktive Nihilismus begreift die Zerstörung alter Strukturen und Werte als Chance. Anstelle der alten, lebensverneinenden Werte schafft er neue, lebensbejahende Werte, die das Diesseits, Kreativität und individuelle Stärke feiern. Der aktive Nihilismus ist verknüpft mit der Figur des Übermenschen und der Umwertung aller Werte. Der Übermensch ist das Ideal eines Menschen, der die nihilistische Krise überwindet, indem er selbst Sinn schafft. Er ist ein Symbol für Mut, Kreativität und Selbstüberwindung. Sein Mut zeigt sich darin, die Verantwortung für den eigenen Sinn zu übernehmen, ohne sich auf Autoritäten wie Gott oder Tradition zu stützen. Er ist Antichrist und Antinihilist, weil er das Nichts besiegt und neue Werte schafft. Als historische Bewegung gliedert sich der Nihilismus in 3 Phasen. Die erste Phase blickt auf die Vergangenheit zurück und beschreibt, wie über 2000 Jahre die platonisch-christlichen Werte, die Grundlage der westlichen Kultur, allmählich zerfallen sind. Sowohl die Idee einer wahren Welt jenseits der sichtbaren Realität als auch der Glaube an Gott als Quelle von Sinn, Moral und Wahrheit wurden von der Wissenschaft untergraben. Menschen begannen die Gültigkeit ihrer bisherigen Werte zu bezweifeln. Die zweite Phase beschreibt Nietzsches Gegenwart, in der die Gesellschaft sich der Wertlosigkeit alter Werte bewusst wird. Die Menschen erkennen, dass die platonisch-christlichen Werte, der Glaube an Gott, eine absolute Moral oder metaphysische Wahrheiten nicht mehr tragfähig sind. Die Aufklärung und wissenschaftliche Fortschritte haben diese Werte entlarvt, ohne neue Orientierungspunkte zu bieten. Dies führt zu einer Sinnkrise, da die Gesellschaft merkt, dass die alten Werte nicht länger gelten. Nietzsche sieht seine Zeit als Übergangsphase, in der die Menschen zwischen Verwirrung und Klarheit schwanken. Manche klammern sich an alte Werte, während andere die Leere bereits spüren. Die dritte Phase blickt in die Zukunft und beschreibt 2 mögliche Entwicklungen, die Nietzsche für die kommenden Jahrhunderte vorhersieht. Nietzsche befürchtet, dass die Sinnkrise zu einem Zustand der Resignation führen könnte, den er mit einem europäischen Buddhismus vergleicht. Damit meint er eine Haltung der Passivität und des Rückzugs, eine abendländische Version der buddhistischen Weltabgewandtheit, wo Menschen das Leben aufgeben und sich in Gleichgültigkeit oder einem Streben nach Nichts verlieren. Alternativ sieht Nietzsche die Möglichkeit eines positiven Auswegs durch den Übermenschen. Der Übermensch überwindet die Krise, indem er neue, lebensbejahende Werte schafft. Er nutzt die Freiheit der Lehre, um mutig seinen eigenen Sinn zu gestalten. Diese beiden Szenarien, Resignation oder Neuschöpfung, zeigen, dass die Zukunft des Nihilismus offen ist. Nietzsche fordert die Menschheit auf, die Krise als Chance zu nutzen, anstatt zu resignieren. Nietzsche beschreibt verschiedene Formen des Nihilismus, die sich in Intensität und Ausdruck steigern. Die erste Form ist Arthur Schopenhauers Pessimismus. Diese Vorform des Nihilismus gründet auf der Annahme, dass das Leben von einem blinden, irrationalen Willen bestimmt wird, der ständiges Leiden verursacht. Nur die Verneinung des Willens in Form von Askese ermöglicht, diesem Leiden dauerhaft zu entkommen. Nietzsche kritisiert eine solche Haltung als lebensverneinend, dass sie das Dasein ablehnt, anstatt es zu bejahen. Pessimismus ist ein Symptom der nihilistischen Krise, weil er die Sinnlosigkeit spürt, aber keine Lösung bietet. Der unvollständige Nihilismus beschreibt die vergeblichen Versuche, alte Werte wie die christliche Moral oder metaphysische Annahmen trotz ihrer Entwertung zu bewahren. Menschen klammern sich an alte Werte, obwohl sie nicht mehr glaubwürdig sind. Durch eine solche Haltung wird die Krise nicht gelöst, sondern nur verlängert.
Der vollkommene Nihilismus ist eine fortgeschrittene Form, in der die Sinnkrise vollständig bewusst wird. Menschen erkennen, dass die alten Werte endgültig entwertet sind und spüren die Notwendigkeit, neue Werte zu schaffen. Diese Form ist ein Übergangspunkt. Sie erkennt klar die Lehre, fordert aber noch keine konkrete Lösung. Nietzsche sieht sich selbst als ersten vollkommenen Nihilisten Europas, der die Krise erkannt und überwunden hat. Der passive Nihilismus ist eine schwache Reaktion auf die Krise, geprägt von Resignation und Gleichgültigkeit. Menschen akzeptieren die Sinnlosigkeit, geben aber auf und flüchten in Apathie oder oberflächliche Ablenkung. Eine solche Haltung entspricht einem europäischen Buddhismus, einer westlichen Form der Weltabgewandtheit, die das Leben nicht aktiv gestaltet, sondern passiv erduldet. Diese Haltung ist lebensverneinend, weil sie die Verantwortung für neue Sinngebung ablehnt. Der aktive Nihilismus ist eine starke, schöpferische Antwort auf die Krise. Anstatt die Lehre zu beklagen, nehmen Menschen sie als Gelegenheit, alte Werte zu zerstören und neue lebensbejahende Werte zu schaffen. Diese Haltung erfordert Mut und Kreativität und ist mit dem Willen zur Macht verbunden, der Kraft, das Leben zu gestalten. Aktiver Nihilismus ist der Weg des Übermenschen, der die Freiheit der Krise nutzt, um seinen eigenen Sinn zu finden. Der radikale Nihilismus ist die intensivste Form des Nihilismus. Er vollendet die Entwertung aller Werte und ebnet den Weg für Neues. Er zerstört sämtliche Reste alter Wertsysteme und schafft damit Raum für neue Werte. Nietzsche sieht den radikalen Nihilismus als notwendigen Schritt, um die metaphysischen Illusionen endgültig zu überwinden. Der radikale Nihilismus ist die Grundlage für die Umwertung aller Werte. Nietzsches Beschreibung des Nihilismus ist zugleich eine scharfe Kritik an moderner Kultur und Gesellschaft. Der Nihilismus durchdringt laut Nietzsche alle Bereiche der Kultur und des menschlichen Zusammenlebens. Das Christentum mit seiner Mitleidsmoral vertritt eine lebensfeindliche Haltung, die das Irdische zugunsten eines Jenseits herabsetzt. Es glorifiziert Schwäche, Selbstverleugnung und Mitleid und schwächt die vitalen Kräfte des Lebens wie Stärke, Kreativität und Selbstbehauptung. Für Nietzsche ist es Ausdruck des unvollständigen Nihilismus, da es an bereits entwerteten Werten festhält. Auch moderne Ideologien wie Demokratie oder Sozialismus bleiben in alten Denkmustern stecken und überwinden die Krise nicht. Nietzsche sieht Demokratie und Sozialismus als Fortsetzung christlicher Werte, die in säkularer Form weiterleben. Diese Ideologien versuchen, alte Werte zu bewahren, obwohl sie durch die nihilistische Krise entwertet sind, anstatt neue, lebensfördernde Werte anzubieten. Sie gehen die Krise nicht aktiv an, sondern verharren in alten Denkmustern. Sie sind unfähig, den kulturellen Verfall zu überwinden, da sie die Lehre des Nihilismus nicht in schöpferische Energie umwandeln. Wie das Christentum fördern sie eine Herdenmentalität, die Individualität und Stärke unterdrückt. Auch in Wissenschaft und Kunst entdeckt Nietzsche Anzeichen des Nihilismus. Der Positivismus in der Wissenschaft betont, dass nur das als wahr und gültig angesehen werden sollte, was durch Beobachtung, Messung und wissenschaftliche Methoden überprüfbar ist. Subjektive oder metaphysische Fragen wie der Sinn des Lebens oder moralische Werte werden als irrelevant oder unbeweisbar abgelehnt. Für Nietzsche handelt es sich hierbei um eine Form des unvollständigen Nihilismus, da er Sinnfragen ignoriert und sich an eine reduzierte Wahrheit klammert. Der Ästhetizismus in der Kunst vertritt die Idee, dass Kunst keinen anderen Zweck haben sollte als die Schönheit selbst. Eine solche Vorstellung spiegelt für Nietzsche passiven Nihilismus wider. Kunst bleibt auf diese Weise oberflächlich und schafft keinen tieferen Sinn. Sie verfehlt die Möglichkeit, den Nihilismus aktiv zu überwinden. Nietzsche sieht sich als unzeitgemäßer, als Außenseiter, der gegen die kulturelle Müdigkeit und Erschöpfung kämpft. Wir sind des Menschen müde, schreibt er in der Genealogie der Moral. Er stellt sich gegen den Zeitgeist seiner Epoche und träumt von einer kulturellen Erneuerung, in der neue, lebensbejahende Werte die nihilistische Krise überwinden. Die Überwindung des Nihilismus erfolgt durch die Umwertung aller Werte. Die lebensverneinende christliche Moral und Schopenhauers Pessimismus werden durch eine lebensbejahende Haltung ersetzt. Ziel dieser Entwicklung ist der Übermensch. Der Übermensch überwindet die Sinnkrise des Nihilismus, indem er neue lebensfördernde Werte schafft. Er bejaht das Leben mit allen Höhen und Tiefen, anstatt es zugunsten eines metaphysischen Jenseits abzuwerten. Sowohl zu Nietzsches Idee des Übermenschen als auch zu seiner Moralkritik wird es ein ausführliches Video in dieser Reihe geben.
Nietzsches Nihilismus ist Warnung und Weckruf zugleich. Er zeigt, wie der Verlust von Werten uns orientierungslos macht, aber auch, wie wir daraus Kraft für Neues schöpfen können. Anders als Schopenhauer, der das Leben ablehnt, fordert Nietzsche uns auf, Ja zum Leben zu sagen, mit all seinen Herausforderungen. Wir müssen selbst Sinn und unsere eigenen Werte schaffen. Wenn du deine philosophischen Kenntnisse vertiefen möchtest, schau gerne im Shop vorbei. Dort findest du Zusammenfassungen, Prüfungsfragen, Unterrichtsmaterialien sowie die Skripte und Folien zu meinen Videoreihen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!